Hallo liebe Kunden, Pauline und ich freuen uns sehr, euch heute unsere kommende Herbst-Winter-Kollektion vorzustellen. Die Auslieferung aller gezeigten Stoffe ist für den Juli und den August geplant. Wir wünschen euch nun viel Spaß und Pauline beginnt jetzt direkt mit den ersten Artikeln. Ja, wir starten mit den Modefarben der Basic-Artikel zur Kollektion. Hier haben wir Grobstrickbündchen Heiko, Sweat Eike, Baumwoll-Jersey Vanessa, French Terry Maike und unser Bündchen Heike. Und hier zeige ich Ihnen einmal die Modefarben. Hier haben wir Senf, Ocker, Rost, Terra, Dunkelrot, Altrosa, Taub, Hellmint, Khaki, Smaragd, Jeansblau und Anthrazit. Hier noch einmal ein Überblick. Also das Grobstrickbündchen Heiko, Bündchen Heike, Baumwoll-Jersey Vanessa, French Terry Maike und Sweat Eike. Diese sind auch bis zum 9.5. bestellbar. Weiter geht's mit Artikel Skadi. Skadi ist ein ganz neuer Strick. 98 Baumwolle, 2% Elastan, ideal für Cardigans, Kleider, Pullover. Gibt es in 5 Modefarben. Einmal hier in dem Altrosa, Ocker, Khaki, Anthrazit und Taub. Und Pauline und ich zeigen jetzt einmal, wie der perfekt auch zu Artikel Heiko passt. Hier einmal in dem Altrosa, Ocker, Khaki, Anthrazit und hier einmal in dem Taub. Und aus dem Khaki-farbenen haben wir hier einmal ein sehr schickes Kleid. Hier oben mit dem Wasserfallausschnitt, und dieses ist auch das Titelbild von dem aktuellen Lookbook. Dann geht es weiter mit Bono. Bono ist ein angerauter Baumwollstrick. Und wer Bene kennt, wird Bono lieben. Bono hat die gleiche Zusammensetzung wie Bene, ist ein bisschen schwerer, flauschiger und kuscheliger, daher perfekt für den Herbst und für den Winter. Und hier haben wir Senf, Ocker, Rost, Terra, Dunkelrot, Altrosa, Taub, Khaki, Smaragd, Jeansblau und Anthrazit. Und hier kann man auch einmal sehen, wie toll die Modefarben der Basic-Artikel zu Bono passen. Wir haben auch ein Kleid da, hier in Khaki, und als Bündchen wurde hier auch Bono gewählt. Kann man aber auch super für Pullover, Cardigans oder Strickjacken verwenden. So, weiter geht's mit Artikel Pauline. Pauline ist eine viskose Webware. Gibt es in unterschiedlichen Designs. Das erste hier einmal die Herbstblätter in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier dunkelblaugrundig, Terrakotta und hier das hellere Senf. Dann geht es einmal weiter mit einem sehr aktuellen Muster, dieses Leo-Design in 4 verschiedenen Farbstellungen.
Dunkelrot mit Schwarz, Ocker mit Schwarz, Grau-Schwarz und Dunkelblau mit Schwarz. Aus dem Grau-Schwarzen haben wir hier einmal ein Kleid und da sieht man auch, wie schön die Viskose dann fällt. Kann man natürlich auch für Tücher, Blusen und so weiter nehmen. Dann geht es weiter mit den unregelmäßigen Punkten in 3 Farbstellungen. Einmal Ocker mit Schwarz, Dunkelrot-Schwarz und hier einmal Schwarz mit so einem gebrochenen Weiß. Dann einmal hier die Streublümchen, Dunkelrot mit Schwarz. Und hier einmal die Ginkgoblätter, Ocker mit Schwarz. Und hier einmal Dunkelrot mit Schwarz. Den habt ihr vielleicht schon gesehen, da hat Pauline ein sehr schickes Kleid an. Es geht weiter mit Sweet Birth. Ein angerauter Sweat. Und hier haben wir Beeren, die einen Loop, Schal oder auch ein Halstuch um den Hals haben. Hier auf Natur, Terra, Jeansblau und ein Rostrot. Und hier haben wir auch ein Modell da. Das sieht man einmal hier. Und hier wurde unser Grobstrickbündchen Heiko wieder benutzt. Passt farblich super dazu. Hier haben wir noch ein Bärendesign. Im Hintergrund sieht man eine Fischgratoptik und die Bären sind hier als Outline-Zeichnung in Schwarz. Und der Hintergrund hat wieder diesen rostroten Ton. Hier haben wir Beige mit Rostrot, Beige mit Jeansblau und Terra mit Schwarz. Jetzt kommen wir zu den Kombistoffen. Hier haben wir ein Karo in diesem Rostrotton auf Natur, Terra auf Natur, Jeansblau und Schwarz. Und jetzt kann man auch sehen, wie toll man die kombinieren kann, denn die Bärchen tragen dasselbe Muster auch als Halstuch. Hier haben wir noch ein Karo-Muster. Die Linie ist hier naturfarben auf Rostrot, Jeansblau und hier schwarz mit Ocker. Und hier haben wir ein Kleid da, was durch diesen Plot richtig aufgepeppt wurde. Hier haben wir noch ein Kringeldesign, wieder mit dieser Fischgratoptik im Hintergrund. Hier in Schwarz mit Rostrot, Terra mit Schwarz, Jeansblau mit Schwarz, Anthrazit mit Natur. Und hier haben wir auch ein Modell da, kombiniert mit unserem Basic-Artikel Maike in Schwarz. Hier haben wir ein Herzdesign mit schwarzen Herzen und hier ist immer eins in Natur abgesetzt, wieder auf einem marmorierten Untergrund in Rostrot, in Terra, Jeansblau und Taub. Und hier haben wir ein Design, was aus Strichen besteht, und hier sind die ganzen Farben der Kollektion einmal zu sehen, also perfekt zum Kombinieren. Wieder auf diesem marmorierten Untergrund in Beige und hier sind die Striche in Terra und Gelb und hier einmal in Rot und Blau. Und man kann sehen, wenn wir sie alle mal zusammenhalten, wie toll man sie wirklich untereinander kombinieren kann.
So, weiter geht's mit Artikel Let's Rain Again. Let's Rain Again ist der etwas schwerere Baumwolljersey, der ja sehr beliebt ist, mit den 10% Elastan. Gibt es ebenfalls in unterschiedlichen Designs. Und zwar das erste Design einmal hier auf cremefarbenen Untergrund mit dem Regenbogen, den Wolken und den Regentropfen. Dann die Kombistoffe mit den Regentropfen einmal auf Ocker, Terrakotta und Grau. Dann auch einmal perfekt zum Kombinieren auf cremefarbenen Untergrund 3 unterschiedliche Punkte. Einmal in Ocker, Terrakotta und Grau Taub. Dann einmal auf cremefarbenen Untergrund den Fuchs mit dem Regenschirm und perfekt dann dazu das Karo zum Kombinieren. Und hier haben wir einmal 2 unterschiedliche Schneckendesigns. Einmal die etwas kleinere Schnecke auf cremefarbenen Untergrund und hier die etwas größere Schnecke einmal auf Ocker und einmal auf Terrakotta. Und hier sieht man dann auch wieder, wie perfekt man dann alle untereinander kombinieren kann. Dann geht es weiter mit Autumn Bunny. Auch ein Baumwoll-Jersey in derselben Qualität wie Let's Rain Again. Das ist der Artikel, den Matthias gerade vorgestellt hat. Und hier haben wir herbstliche Muster, wie zum Beispiel ein Kürbis, Haselnüsse und Äpfel auf Anthrazit und auf Weiß. Und hier perfekt zum Kombinieren ein All-Over-Druck aus Äpfeln und Haselnüssen besteht er und in Terrakotta. Hier haben wir niedliche Häschen auf Weiß und hier einmal die Häschen mit Haselnüssen und dem Kürbis auf Anthrazit und hier auch auf Weiß. Hier haben wir Häschen mit Karotten auf Anthrazit und Weiß. Und auch wieder hier zum Kombinieren die All-Over-Karotten auf Anthrazit und Weiß. Natürlich haben wir hier auch Kombistoffe. Hier haben wir ein Blätterdesign in Gelb, Terra und Khaki. Sehr feine Striche in Weiß auf Senf, Terra, Rostbraun, Khaki und Anthrazit. Und hier noch ein Chevron-Design. Hier sind die Linien auch wieder weiß, in Senf, Terra, Rostbraun, Khaki und Anthrazit. Auch hier haben wir 3 tolle Modelle da. Einmal hier ein Kleid. Hier sind die Häschen und der Kürbis drauf. Und man kann sehen, wie toll man die Kombistoffe kombinieren kann. Und dann haben wir auch ein Männerpullover da aus dem Chevron Design kombiniert mit Vanessa Melange in Khaki. Und hier haben wir eine sehr, sehr tolle Patchwork-Decke aus allen Designs der Autumn Bunny Kollektion. Und hier wurde einmal Sahnen verwendet als Rückseite. Und hier kann man noch einmal sehen, wie toll alle untereinander kombinierbar sind. Dann geht es weiter mit dem ersten Designer-Artikel, und zwar von Bienvenido Colorido, Nelly Simberg. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey, Artikel Mr. Socks. Gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier Altrosa mit dem grauen Fuchs. Und dies hier ist einmal ein ganz dunkelblau, ebenfalls mit dem grauen Fuchs. Und aus dieser Variante haben wir hier einmal ein sehr schickes Kleid.
Hier dann schön mit den Falten. Der nächste Artikel von Nelly Simberg Bienvenido Colorido ist Little Fella, ein Baumwoll-Jersey. Und hier haben wir niedliche kleine Igelchen auf Altrosa und Anthrazit. So, der nächste Artikel ist der Artikel Hector Hocklet. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey. Gibt es in zwei unterschiedlichen Farben. Das Ganze ist ein Panel. Die Panelhöhe beträgt 80 cm. Hier einmal mit dem Igel. Die Rückseite geht dann weiter mit den Blättern, also perfekt zum Kombinieren. Hier einmal das Altrosa und Pauline zeigt einmal die zweite Farbstellung. Das dunklere Mint, ebenfalls mit dem Igel und den Blättern. Und auch hier geht dann die Rückseite weiter mit den Blättern. Und aus der smaragdfarbenen Variante haben wir hier einmal einen coolen Jungspullover. Hier sind dann die drei Jerseys aus der Kollektion, aus der Modekollektion dann noch eingesetzt, also passt dann auch wieder perfekt dazu. Dann geht es weiter mit dem Artikel Dreamer. Ein French Terry. Hier ist die Panelhöhe ca. 95 cm. Und ich habe hier einmal die blaue Variante. Da ist der kleine niedliche Fuchs zu sehen mit den Punkten. Und hier geht es weiter mit den Punkten. Und Matthias hat die grüne Variante. Hier auch wieder mit diesem niedlichen Fuchs und den Punkten, und die Rückseite ist auch wieder perfekt zum Kombinieren. Wir haben hier auch ein Modell da. Da wurde wieder unser Grobstrickbündchen Heiko verwendet. Hier einmal als Umrandung der Kapuze und als Bündchen. So, dann geht es weiter mit einem Jacquard Jersey, Artikel Ava. Der ist sehr schön weich und kuschelig, sieht man hier vielleicht ganz gut. Gibt es in zwei Farbstellungen, einmal hier in dem Altrosa mit den cremefarbenen Blüten und hier einmal in dem Smaragd mit den cremefarbenen Blüten. Und aus der Altrosa Variante haben wir hier einmal ein sehr schickes Kleid. Die Ärmel dann hier mit den Rüschen, also ganz niedlich gemacht. Und der letzte Artikel von Bienvenido Colorido ist Artikel Eva, ein Modal French Terry. Und durch den Modalanteil ist es sehr trageangenehm und weich. Hier haben wir Blüten in dunkelrottönen, Tannenzapfen und Zweige auf Altrosa. Und hier einmal auf Anthrazit. Auch hier haben wir ein Modell da. Hier wieder kombiniert mit unserem Grobstrickbündchen Heiko. Und jetzt darf ich die liebe Anke von Cherry Picking bei uns begrüßen. Hallo. Danke, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Worauf dürfen wir uns dann gleich freuen? Also meine aktuelle Kollektion ist eine Mischung aus euren und meinen Lieblingsdesigns, Mustern, in neuem Farbgewand sozusagen. Ja. Und wir starten mit dem ersten Artikel. Das ist Artikel Retro Tulip. Genau. Ich habe es ja auch schon an. Ja, sehr das schick. Ist, im Übrigen die Nelina von Kibadu, der Schnitt. Sehr, sehr schön. Und das ist ein Muster, was ich eigentlich schon, ja, was ihr alle noch nicht kennt, aber schon lange in meiner Schublade weilte. Und ich das super schön finde. Und gerade in Bezug auf Retro und so ein bisschen Vintage finde ich das eine schöne Geschichte. Und so sind die Farbkompositionen ja auch. Gerade dieses Rosé mit dem Terra zusammen ist so ein bisschen Vintage angehaucht. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Auch vom Material, auch für Tücher und so finde ich das eine klasse Sache. Genau. Ja, hier haben wir die Tulpen in Terra auf einem ganz zarten rosa Aprikotton. Hier einmal in Khaki und Terra.
Und einmal dein Kleid, Senf und Terra. Und der Matthias hat auch ein Modell da in der Khaki-Variante. Genau, einmal hier das Kleid. Sehr schön gemacht mit der Schleife hier an der Seite. Und man sieht dann hier oben auch, wie perfekt da ein Artikel Heiko dazu passt. Dann geht es weiter mit dem Baumwoll-Jersey Leo. Genau, Leo, man kennt's von mir. Diesmal ist es ein Leo mit sehr gewagten Farbzusammenstellungen sozusagen. So ein bisschen Candy, ein bisschen lauter. Vor allem diese ersten beiden Varianten sind so ein bisschen schreiender und lauter. Die anderen beiden so ein bisschen gediegener. Ja. Und genau, also das Leo-Muster kennt ihr ja schon ganz oft von mir. Und jetzt eben passend zu der kompletten Kollektion in den schönen gedeckten Tönen, aber zweimal herausragend. Genau. Hier haben wir Senf, Dunkelrot und ein richtig tolles Pink. Hier einmal ein super schönes Grün mit Dunkelrot und Pink. Und einmal Khaki, Terra und wieder dieser leichte Roséton. Und hier einmal eine Rehbraun mit Altrosa und Senf. Auch hier haben wir in dem schönen Grünton ein Modell da. Genau, hier einmal den Pullover in der kräftigen Variante. Auch hier passt dann wieder perfekt Heiko-Bündchen dazu. Ob hier der Abschluss am Hals oder auch hier unten oder an den Ärmeln. Kann man super kombinieren. Dann kommen wir zu Brush Color. Genau, Brush Color. Den normalen Brush kennt ihr, kommt auch gleich nochmal. Das ist im Grunde ein neuer Brush und zwar ein bisschen dreidimensional. Also man sieht immer so ein bisschen, ihr müsst euch vorstellen, das ist Acrylfarbe, also Pinselstriche und dann seht ihr so die Tiefen und die Höhen der Farbe. Und der ist auch ein bisschen größer als der andere normale Brush-Druck gleich. Die Hand soll so ein bisschen verspielter dadurch wirken und ein bisschen realistischer. Ja, hier haben wir wieder diesen schönen Senfton und so einen leichten Naturrosaton. Hier einmal Altrosa mit Ocker und Senf. Fast schon Gold. Ja, so ein stimmt. bisschen. Schimmert so richtig goldig ein bisschen. Und hier einmal Terra mit Hellrosa und das ist ein Modal French Terry. Daher auch wieder sehr weich und trageangenehm. Und Matthias hat auch ein Kleid da. Genau, einmal aus diesem Senf mit dem leichten Rosa. Auch hier passt dann wieder perfekt das Bündchen dazu. Und hier sieht man dann auch, wie der Modalanteil, also dass das auch sehr, sehr schön fällt dann. Dann geht es weiter, wie schon angekündigt, mit Brush. Genau, eben mit fiesem Teaser. Brush, man kennt ihn schon oder ihr kennt ihn schon hier in dem Schwarz-Weiß. Wir hatten den damals in Schwarz-Weiß und Weiß-Schwarz, also genau umgedreht. Und ja, alle waren ganz verliebt in das Stöffchen, deswegen musste der nochmal her. Und zusätzlich noch in 2 neuen Farben, die ich super schön finde, wenn man es nicht ganz so laut haben will. Und genau, auch wieder modal und ja, kann man sich alles drunter vorstellen, was man daraus nähen kann. Ja, wir können ja einmal den Vergleich zeigen, dass man beide mal nebeneinander sieht, dass man wirklich sieht, dass der kleiner und feiner ist. Genau, und hier hat man eben die geschlossene Optik sozusagen und hier hat man eben diese 3D-Optik. Hier haben wir wieder den schönen Terraton mit schwarzen Pinselstrichen. Hier einmal Smaragd und einmal der Klassiker Schwarz-Weiß. Und Matthias hat auch ein Modell da. Genau, einmal aus dieser Terrakotta-Schwarz-Variante, dieses Kleid. Hier die Ärmel sind so ein bisschen wie so Ballonärmel. Hier dann auch mit den Falten, also sehr schick für den Herbst. Jetzt geht es weiter mit Mr. Dachs. Genau, Mr. Dachs und Mr. Fuchs, dieser 2 Tierchen von meinen Lieblingscomics, sage ich jetzt mal, die wir gemacht haben. Mr. Dachs gibt es bestimmt schon 8, 9 Jahre oder noch länger. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall musste der wieder her. Ich finde den super schön, total neutral auch. Deswegen auch mal auf weiß, dass man nämlich auch mal süße Babybodies machen könnte. Also ich finde das sehr, sehr schick. Und genau, man kann halt super viel auch noch dazu machen. Ne? Ein bisschen schöne Applikationen drauf oder so. Finde ich, kann der Stoff gut vertragen. Und ja, schöne Farben, die eigentlich zu allem und zu jedem passen. Ja. Mr. Dachs ist ein Baumwoll-Jersey
Hier haben wir einmal diesen schönen Senfton, Terra und das schöne Weiß. Und Matthias hat auch ein Modell da. Genau, einmal aus der ockerfarbenen Variante, hier dann wieder mit dem Bündchen. Hier ist dann ganz witzig gemacht mit einem Jersey der Gürtel. Hier sind dann die Schlaufen zu sehen und hier oben dann so ein Einsatz, da wurden dann Wiesen genäht. Und jetzt kommen wir zum Klassiker. Mr. Fox. Mr. Fox. Genau, also der musste natürlich her. Den kennt, glaube ich, echt fast jeder. Ich habe ihn etwas modifiziert. Es wird euch nicht so im ersten Blick auffallen, aber ich erzähle es jetzt mal kurz. Der hatte zum Beispiel früher immer eine Umrandung, eine schwarze Outline. Die ist weg. Also ich finde, er hat jetzt einen bisschen cooleren, moderneren Look. Und mein Sohnemann würde sagen, er hat den Comic-Effekt im Auge. Also immer dieses kleine weiße Pünktchen. Somit sieht es nochmal ein bisschen lebendiger aus. Und ja, Mr. Fox auch, wie gesagt, Klassiker. Egal ob Mädels, Jungs, wurscht. Das passt zu allem und auch hier die Farben passt zu allem und zu jedem, finde ich. Und auch wieder das schöne Weiß. Ich muss es nochmal betonen, weil Weiß finde ich wirklich total schön. Gerade mit solchen regelmäßigen Prints finde ich Weiß unglaublich schön. Und man kann jede Farbe zu kombinieren. Genau. Hier haben wir einmal diesen schönen Smaragdton. Hier Anthrazit. Und hier das schöne Weiß. Ja, lieber Anke, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke euch. Immer Bis- wieder gerne. Ja, wir hoffen bis zum nächsten Mal. Na klar. Ciao. Ciao. Tschüss. So, dann geht es weiter mit der nächsten Designerin und zwar Lila Lotta, Sandra Prüßmeier, Artikel Herbarium. Das Ganze ist ein Modal French Terry, also wieder sehr trageangenehm und weich. Ist ein Design mit Trockenblumen in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier in Altrosa, die Trockenblumen sind jeweils in so einem Grau gehalten. Hier einmal das Smaragd und Dunkelblau. Und hier haben wir auch eine sehr schöne Kombi. Und zwar einmal ein schickes Kleid aus dem Altrosa. Und hier sieht man dann auch, wie perfekt der Artikel Skadi, also der Baumwollstrick dazu passt. Oder auch die Mütze, dann das Heiko-Bündchen. Also eine richtig tolle Kombi. Dann geht es weiter mit dem Artikel Rain Dance. Ein French Terry mit unregelmäßigen Strichen und ich finde, es sieht wirklich aus, als wenn Regentropfen tanzen. Hier haben wir Altrosa, Smaragd, Jeansblau und Anthrazit. Hier haben wir auch ein sehr tolles Modell da. Hier sehen wir einmal Jeansblau und Anthrazit kombiniert mit einem richtig coolen Plot. Und hier auch mal die Ärmel. Kann man super untereinander kombinieren, weil jede Farbe hier wieder auftaucht. Weiter geht's mit dem Artikel All My Flowers. Das Ganze ist ein French Terry mit Blumenvasen und Blumensträußen in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier auf dem Smaragd und einmal auf Jeansblau. Und aus der jeansblauen Variante haben wir hier einmal die Jacke. Hier dann mit den Taschen. Und hier unten kann man natürlich auch jede andere Farbe zu nehmen. Da wurde jetzt graues Bündchen zugenommen. Dann geht es weiter mit dem Baumwoll-Jersey Twittering. Hier sieht man einen Vogel auf einem Zweig, ca. 2 cm hoch, auf Altrosa und hier einmal auf Jeansblau. Auch hier haben wir ein sehr cooles Modell da. Hier wurde der Rockteil auf dem Baumwoll-Jersey genäht. Hier aus unserem French Terry Mica aus den Modefarben der Kollektion der Pullover angesetzt. Und in der Kapuze finden wir auch den niedlichen Vogel wieder. Weiter geht's mit einer Viskose Webware, Artikel But First Coffee.
Wie der Name schon sagt, ist hier einmal dieser Schriftzug zu sehen, But First Coffee, immer in einem Creme gehalten. Gibt es auf 4 unterschiedlichen Grundtönen. Einmal Altrosa, Khaki, Terrakotta und das tiefe Dunkelblau. Und aus dem Terrakotta haben wir hier einmal eine Bluse. Jetzt geht es weiter mit dem Baumwoll-Canvas Coffee Break. Und hier findet man ganz viele bunte Kaffee- oder Teetassen auf Altrosa und auf Anthrazit. Und hier haben wir 2 tolle Modelle da. Einmal hier der Mantel. Ich finde es super, dass man aus Canvas auch einen Mantel näht, also nicht nur für Taschen, sondern auch für Bekleidung geeignet. Kombiniert mit dem Grobstrickbündchen Heiko. Und hier haben wir auch eine sehr, sehr coole Weste aus dem Canvas. So, dann kommen wir zum ersten Artikel von Jolly Ju, Andrea Müller. Artikel Amanda. Das Ganze ist ein Jacquard-Jersey, sehr schön kuschelig weich. Gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier auf einem melierten Dunkelblau mit Rot und Beige. Und einmal auf einem Ockerton, hier mit so einem Korallton und einem Altrosa. Und aus der dunkleren Variante haben wir hier einmal diesen Cardigan. Hier sind dann die Taschen zu sehen und unten drunter wurde dann ganz einfach der Baumwoll-Jersey Vanessa genommen. Dann geht es weiter mit Artikel Lucy. Ist ein French Terry. Und hier haben wir ein herbstliches Muster, was aus Blumen, Zweigen und Blättern besteht. Hier in Jeansblau mit Altrosa, Khaki mit Altrosa und Terra mit Smaragd. Auch hier haben wir ein Modell da. Kombiniert mit dem Bündchen Heike. Und hier kann man auch sehen, wie toll die Modefarben zu den Hauptstoffen passen. So, dann kommen wir zu Artikel Courage. Courage ist ein French Terry mit Pfeilen. Gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier anthrazitgründig und hier sieht man dann ein Terrakotta, ein Bordeaux und ein helles Grau. Und dann einmal hier auf einem Khaki-Grund mit Anthrazit, Terrakotta und das ist ein ganz leichtes Mint. Und aus dem Anthrazitgründigen haben wir hier einmal diesen Hoodie genäht. Dann geht es weiter mit dem Artikel Dearberry, ein Baumwoll-Jersey. Und hier sieht man ein Reh auf einem Zweig. Das Reh ist in dunkelrot und der Hintergrund ist altrosa. Und hier einmal in Smaragd mit Anthrazit. Hier haben wir ein Kleid da in der altrosa Variante. Weiter geht's mit Artikel Mabel. Mabel ist eine viskose Webware. Gibt es in 3 Farbstellungen mit diesen Blumen. Einmal die erste Farbstellung im Untergrund dieser Rotton. Dann die Blätter sind hier einmal dunkelblau mit Jeansblau. Dann einmal dunkelblaugründig. Hier sind die Blüten in einem Beige-Ton. Und hier einmal smaragdgründig mit Senf. Und hier haben wir einmal aus der dunkelblauen Variante eine Bluse. Und der letzte Artikel von Andrea Jolly Ju ist Artikel Pathfinder. Eine viskose Webware. Hier haben wir bunte Pfeile, die aber doch sehr dezent in den Farben sind, auf dunkelrot. Und hier einmal
auf schwarz. Dann kommen wir zum ersten Artikel von Berit Winter, Licklick Design, und zwar Artikel Berry Poppins. Das Ganze ist ein Baumwoll-Canvas mit Beerenzweigen. Einmal hier auf ockerfarbenem Untergrund mit dunkelblau und hier einmal in einem dunklen Rot, ebenfalls mit dunkelblau. Und hier haben wir einmal eine sehr coole Jacke aus dem Ockerton. Das Innenfutter der Taschen ist dann ebenfalls mit dem Canvas. Dann geht es weiter mit dem Artikel Charming Season. Ein Modal French Terry. Und hier haben wir auf hellgrau Rotkehlchen mit Blüten, hier in Rottönen gehalten. Und hier haben wir einmal auf hellgrau Rotkehlchen und Blüten in Ocker und Senf. Auch hier haben wir ein Modell da. Hier wieder kombiniert mit dem Bündchen Heike. So, der nächste Artikel ist ein Modal French Terry, Artikel Graceful Bloom. Einmal die Blüten als Outline-Zeichnung. Der Untergrund ist jeweils in einem Anthrazit. Hier einmal die Blüten in Rot, einmal in Senf und einmal in einem helleren Blau. Und hier haben wir auch ein Modell, einmal diesen Hoodie in dem helleren Blau. Und hier sieht man dann einmal den Einsatz bei dem Modell, was Pauline gerade schon vorgestellt hat. Also das sind alles oder ist alles untereinander kombinierbar. Hier haben wir den Artikel Snowfall, ein Baumwoll-Jersey. Und er ist der perfekte Kombistoff, weil er alle Farben der Kollektion enthält. Hier auf hellgrau, in Rot und Blautönen. Und hier einmal in hellgrau mit Ocker und Blau. Dann geht es weiter mit Artikel Lovely Garden. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey, hier zu sehen mit Zweigen und Beeren. Einmal dunkelblau mit rot und beerefarbenen und hier einmal dunkelblau, hier sind die Zweige dann Jeansblau und die Beeren sind dann Senf und Ocker. Aus der Senf-Ocker-Variante haben wir hier einmal dieses Longarm-Shirt. Und der letzte Artikel von Licklick Design, Berit Winter, ist der Artikel Twix. Ein Jacquard-Jersey, sehr kuschelig und weich. Ich zeige Ihnen auch einmal die Rückseite, weil die ist auch wunderschön. Kann man super Abschlüsse mitmachen. Und hier haben wir Zweige in Ocker auf dunkelblau. Und hier einmal Zweige auf einem lila Blauton in Pink. Hier haben wir auch ein Cardigan da. Und wenn man diesen öffnet und locker trägt, sieht man die Rückseite und es ist überhaupt nicht schlimm, weil diese auch super schön ist. Natürlich auch geschlossen. Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich unseren zweiten Gast, Katrin von Käselotti. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich da zu sein. Genau, was dürfen wir uns denn heute von dir freuen? Für meine aktuelle Kollektion habe ich mich inspirieren lassen von der Stimmung einem Herbsttag im nordamerikanischen Bergland sozusagen. Ja, man kann sich vorstellen, ein Lagerfeuer vielleicht oder Atemwolken vom Gesicht, weil es so kalt ist und Knistern des Lagerfeuers und ja, Lederstiefel vielleicht oder den Raureif auf dem Boden. Das war so das, was so meine Inspiration war zu der Kollektion und dementsprechend habe ich auch die Motive ausgewählt und erdige Farben genommen, die passend zum Herbst sind. Ja, das hört sich gut an. Ja, starten wir. Legen wir los. Genau. Der erste Artikel ist der Artikel Lake. Ja, dabei habe ich an einen glitzernden Bergsee gedacht. Schönes, klares Wasser, das in der Sonne glitzert. Und da der Stoff sehr unaufgeregt ist und
für Kombistoffe auch geeignet ist. Wenn man zum Beispiel Streifen oder Punkte zu langweilig findet, eignet sich das auch wunderbar für Jogginghosen oder ja, als Kombistoff für Musterstoffe. Sehr schön. Das Ganze ist ein French Terry, gibt es in 3 unterschiedlichen Farben. Einmal hier dunkelblau grundig mit Terrakotta und einem Jeansblau. Dann hier einmal im Untergrund ein Ocker mit dunkelblau und einem Senfton. Und einmal hier das hellere Jeansblau mit weiß und einem dunkleren Jeansblau. Und hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Hier haben wir einen Hoodie, wieder kombiniert mit den Modefarben der Kollektion. Hier kann man auch super sehen, wie toll die zueinander passen. Dann kommen wir zum nächsten Artikel. Das ist der Artikel Dwellers. Ja, die Dwellers sind quasi die Bewohner der Landschaft und wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Tiere zeichne und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, da wieder aus dem Vollen schöpfen zu können. Ja, mir gefällt persönlich die bunte Variante am besten, aber auch die einfarbigen sind toll für Erwachsene zum Beispiel oder auch für Hunde. Genau, du hast es gerade schon erwähnt. Es gibt einmal eine bunte Variante, der ist dunkelblaugrundig und hier dann Senf, Terrakotta, ein helleres Jeansblau und dunkleres Jeansblau. Und dann gibt es noch 3 weitere, die sind immer zweifarbig. Im Untergrund hier einmal dunkelblau mit Terrakotta, dunkelblau mit einem helleren Jeansblau und hier einmal Ocker mit Senf. Und hier kann man dann auch perfekt sehen, wie zum Beispiel der Artikel Lake dann zum Kombinieren genommen werden kann. Und auch hier zeigt Pauline einmal ein Modell. Ja, hier haben wir den Dwellers, den French Terry in Senf und Taupe vernäht. Hier ein Retro-Kleid. Und hier kann man auch wieder sehen, wie toll man das Gelb kombinieren kann. So, dann kommen wir zu Artikel Wanderlust. Ja, das ist ein Panel und zwar eher sportlich mit Streifen und einem Spruchaufdruck. Und ja, der Streifen ist einmal ganz durchgängig durch das ganze Panel und kann dann auch wunderbar noch auf Ärmeln vernäht werden oder auf der Rückseite des Kleidungsstücks. Genau, das Ganze ist ein French Terry. Katrin hat es gerade schon gesagt, ist ein Panel. 75 cm ist die Panelhöhe. Rückseite geht dann weiter mit dem Streifen. Und auch hier zeigt Pauline einmal das Modell dazu. Ja, hier haben wir ein Hoodie. Hier wurden 2 Paneele verwendet. Das erste wurde hier mittig in das Vorderteil gesetzt. Und wenn ich es einmal drehe, sieht man, dass das zweite Panel in den Rücken gesetzt wurde, aber seitlich, was ich auch sehr, sehr schick finde. Und die Streifen findet man einmal hier in der Kapuze wieder und hier im Ärmelchen und wieder kombiniert mit unserem Grobstrickbündchen Heiko. Dann kommen wir zu Artikel Endless Sky. Ja, das Besondere hier dran ist, dass eine Berglandschaft aufgedruckt ist, die quasi endlos ist, nicht so wie der Himmel, sondern auch die Landschaft ist endlos. Und wir haben es quasi quer zur Stoffbahnrichtung gedruckt, sodass ja, man eigentlich den ganzen Ballen vernähen könnte Ja. am Stück, wenn man möchte. Genau, das Ganze ist ein Modal-French Terry, also wieder sehr trageangenehm und weich. Du hast es ja gerade schon gesagt, der Rapport ist fortlaufend, also Katrin und ich zeigen gerade die Stoffbreite. Gibt es in 2 Farbstellungen, einmal hier in dem Senfton, Senfocker. Danke. Und hier einmal das dunkelblau, da kommen dann nochmal 2 Jeansblautöne und das Beige. Genau, und Pauline zeigt auch hier nochmal ein Modell. Ja, hier haben wir ein Kleid und hier sieht man, dass die Bordüre unten angesetzt ist und es läuft dezent nach oben hin aus. Dann kommen wir zu einer viskose Webware, Artikel Glowing Clouds. Hier war meine Idee, dass die Abendsonne die Wolken am Himmel nochmal von unten anleuchtet.
Und das sollte dann die Stimmung wieder geben. Und ich habe hier die Flächen ein bisschen durchbrochen, damit es ein bisschen Struktur hat. Und ja, geeignet sich super für Blusen, Kleider und so weiter. Genau, gibt es in 2 unterschiedlichen Farben. Einmal hier dunkelblaugrundig mit den ockerfarbenen Wolken. Genau, hier so ein bisschen unterbrochen. Und dann einmal dunkelblau mit den altrosa Wolken. Und Pauline zeigt auch hier nochmal ein Modell. Hier haben wir ein Kleid. Hier wurde im Rockteil die Viskose angesetzt. Und hier als Pullover der French Terry Maike. Und ich finde es auch super, dass man einmal zeigen kann, dass man auch 2 unterschiedliche Stoffqualitäten wunderbar miteinander kombinieren kann. Dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel. Ja. Artikel Rich. Ja, das stellt eine stilisierte Berglandschaft dar. Und die ist wirklich dann auch so schlicht, dass es vom Weiten fast schon wie ein grafisches Muster aussieht. Ja, ich trage hier gerade die dunkle Variante. Das ist der Cardigan Nummer 59 von Lillis und Pelle. Genau, und ich noch was zu der Qualität sagen. Genau, das Ganze ist ein Jacquard-Jersey, also wieder sehr schön kuschelig und weich. Gibt es dann in 2 Farben. Einmal hier in dem Beige mit Senf und hier einmal in der dunklen Variante, die ihr gerade ja schon bei Katrin gesehen habt, auch mit dem etwas anderen Senfton. Und Pauline hat hier auch nochmal ein Modell. Ja, ich habe hier die helle Variante. Hier einmal mit diesem schönen Taubton und dem Senfton. Und hier auch wieder die Modefarben der Kollektion. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr schön. Dann sage ich mal, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Dann machen wir weiter mit den Designs von Thorsten Berger. Der Artikel Snow Panda, ein French Terry. Hier ist die Panelhöhe ca. 80 cm hoch. Und ich zeige einmal den sehr coolen Panda mit einer Skibrille. Und in der Skibrille spiegelt sich das Bergpanorama, was man auch ganz leicht im Hintergrund sieht. Und so geht es weiter. Hier ist einmal dieser Hintergrund zu sehen mit diesem Bergpanorama auf Smaragd. Auch hier haben wir ein Modell da. Und hier kann man auch sehen, dass das Motiv nicht zu groß ist, also auch super für Teenies und Kinder geeignet. Kombiniert mit Maike in Smaragd und Heike. Und natürlich sind die Ärmel hier der Hingucker. So, der nächste Artikel ist der Artikel Mountain Adventure. Das Ganze ist ein French Terry. Ebenfalls ein Panel. Die Panelhöhe beträgt 80 cm. Hier einmal mit dem Bergsteiger und dem Schriftzug Call of the Mountain. Auch hier im Hintergrund das Bergpanorama. Die Rückseite geht dann so weiter, also kann man auch perfekt für Ärmel, Rückseiten und so weiter nehmen. Und hier haben wir auch einmal einen sehr coolen Hoodie. Und hier sieht man dann auch, wie perfekt dann das Bündchen, hier in dem Fall Smaragd, dann dazu passt. Oder auch hier unten dann als Abschluss. Dann geht es weiter mit dem Artikel Yeti Rocks. Ein French Terry. Hier haben wir ein Panel und ein All-Over. Die Panelhöhe ist hier ca. 65 cm. Und hier sehen wir den Yeti in der Eishöhle auf verschiedenen Türkistönen. Und hier haben wir einmal einen größeren Yeti. Und damit man auch beide Motive verwenden kann, haben wir hier den passenden All-Over. Das ist eine Eishöhle, wieder mit diesen schönen Türkistönen. Und ich halte es einmal ran, dass man sieht, dass man es wirklich super zusammen kombinieren kann. Auch hier haben wir ein Modell da. Hier sieht man einmal den kleineren Yeti in voller Größe. Und wenn ich es einmal drehe, haben wir hier den großen Yeti. Auch hier sieht man wieder, dass er auch wunderbar für Kinder geeignet ist. Und in der Hose wurde einmal der All-Over kombiniert.
Und wieder mit unserem Grobstrickbündchen Heiko. Hier einmal als Kapuzenumrandung und hier als Bündchen. Der nächste Artikel ist ein Baumwoll-Jersey, Artikel Mystic Woods. Gibt es in 2 Farbstellungen und 2 Designs. Und zwar ist es wieder ein Panel, 80 cm die Panelhöhe. Hier einmal mit der Frau zu sehen auf Altrosa, im Hintergrund dann die Waldlandschaft. Und die geht dann auch auf der Rückseite so weiter, also perfekt zum Kombinieren. Und die zweite Farbstellung ist einmal dieses dunklere Mint. Läuft dann hier oben so ein bisschen heller aus. Und auch die Rückseite ist dann wieder mit der Waldlandschaft. Und hier haben wir einmal aus der Altrosa-Variante diesen Pullover genäht. Und hier kann man dann auch sehen, wie perfekt dann der Jersey oder auch die Bündchen dann dazu passen von der Farbe her. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Mann dazu. Und zwar hier einmal in Altrosa. Im Hintergrund dann wieder die Waldlandschaft. Geht dann auch auf der Rückseite wieder so weiter. Pauline zeigt jetzt einmal die zweite Farbstellung. Einmal wieder in dem dunkleren Mint. Läuft dann hier oben wieder heller aus. Und auch hier die Rückseite dann nochmal mit der Waldlandschaft. Und auch dieses Panel ist dann 80 cm hoch. Dann geht es weiter mit dem Artikel Dripstones. Eine viskose Webware. Und hier wurde die Schattierung einer Tropfsteinhöhle nachempfunden in rosa und Schwarztönen. Hier einmal in Blautönen mit Schwarz und einmal Khaki, Mint und Schwarz. Und hier haben wir auch ein Modell da, ein sehr, sehr schickes Kleid. Und hier kann man auch super den Farbverlauf sehen. Dann kommen wir nochmal zu einer viskose Webware, Artikel Dark Leaves. Gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier schwarzgründig mit Bordeaux und Altrosa. Und hier einmal schwarzgründig mit Petrol und einem dunkleren Smaragd. Und aus dem Petrol-Smaragd haben wir hier einmal ein sehr langes Kleid. Da sieht man auch wieder, wie schön die Viskose fällt. Und auch hier dann nochmal das Grobstrickbündchen Heiko dann dazu. Also kann man dann auch wieder perfekt kombinieren. Und dann geht es weiter mit dem Artikel Stone Layers. Ein Modal French Terry. Also wieder durch diesen Modalanteil sehr weich und trageangenehm. Und hier haben wir Altrosa mit Anthrazit, Smaragd und Anthrazit, Taub mit Anthrazit und Dunkelgrau mit Anthrazit. Hier haben wir auch ein Modell da. Hier kann man auch sehen, dass das Design nicht zu groß ist. Und je nachdem, wie man wieder das Schnittmuster ansetzt, hat man wieder was ganz Individuelles. Und wieder kombiniert mit Heike. Dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel der Herbst-Winter-Kollektion. Und zwar ist das der Artikel Wood. Das Ganze ist wieder ein Jacquard-Jersey, also wieder sehr weich und kuschelig. Gibt es in 2 Farbstellungen. Einmal hier der Ockerton mit Schwarz und hier dann einmal das Grau mit Schwarz. Und aus der Ocker-Variante haben wir hier einmal ein sehr schickes Kleid. Und auch hier sieht man dann wieder, wie perfekt dann Artikel Skadi, also der Baumwollstrick, oder auch hier das Grobstrickbündchen Heiko dann dazu passt. Also eine ganz, ganz tolle Kombi. Ja, das war es dann auch schon von Pauline und mir mit der Vorstellung der Herbst-Winter-Kollektion. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Die Stoffe sind bis zum 9.5. im Online-Shop oder auch telefonisch bestellbar. Und bei Fragen könnt ihr euch natürlich wie immer gerne bei uns melden. Alle Schnittmuster der gezeigten Modelle haben wir natürlich wieder für Sie zusammengefasst. Die Liste finden Sie wie immer bei uns auf der Internetseite. Und unser Dank gilt unseren Probenähern. Ohne euch wäre dieses Buch überhaupt nicht möglich. Danke für alles. Ja, bis bald. Auf Wiedersehen.
Danke für alles. Tschüss. Tschüss.